Heute bei Lately News bekommt der Mond endlich dank der NASA ein eigenes Handynetz. Den Auftrag dazu hat der finnische Telekommunikationskonzern Nokia bekommen. Und wer stand nicht schon mal auf dem Mond und ärgerte sich, dass die SMS einfach nicht verschickt wird? Da fühlt man sich glatt wieder wie in Brandenburg. Wenn also der Mond ein eigenes Handynetz bekommen hat, besitzt er damit auch offiziell eine bessere Netzabdeckung als Deutschland. Hannover ausgenommen, die schicken sich auch heute noch WhatsApp-Nachrichten per Steintafel. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen DC-Comics mit Batman. Denn ich bin Batmans Nachbarsneffe 3. Grades, Zimmernachbar im College in einer anderen Stadt. Genau deswegen ist auch mein Feind Jokers Nachbarsneffe 3. Grades, Zimmernachbar im College in einer anderen Stadt. Aber was soll man schon anderes machen mit einem Abschluss in andalusischer Theaterwissenschaft als das hier? Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, XY ungelöst auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Moskau, wo diese Schnecken gerade den zweiten Teil von Stanley Kubricks Eisball Shot drehen. Oder von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wobei, waren das nicht am Ende nur ein und derselbe Film? Außerdem präsentiert uns heute noch unser Senior Matrix-Korrespondent Neo Hacker Code die neuesten Trends aus der Matrix. Und so wie es aussieht, analysiert Neo Hacker Code gerade die Drehbücher zum 4. Teil der Matrix-Filmreihe. Oder aber er hängt nur wieder in einer Schleife fest, wegen all der Plotlöcher in den vorherigen Teilen. Naja, ich schau mal, ob ich ihn einmal aus und dann wieder einschalten muss, damit er dann nachher wieder funktioniert. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Auf den Autobahnen dient ja die sogenannte Rettungsgasse vor allem der Polizei, um mit eingeschaltetem Blaulicht schneller an einen Unfallort zu gelangen. Genau deshalb habe ich mir ein Blaulicht bei einem Polizeiauto abgeschraubt. Aber die Kollegen der Polizei haben es ja regelrecht darauf angelegt, weil sie das Blaulicht nicht ausgeschaltet hatten, als sie ins Kanzleramt gerannt sind, weil es dort wieder eine Bombendrohung gab. Die fallen aber auch jedes Mal darauf rein. Jedenfalls darf ich deshalb auch die Rettungsgasse nutzen, um mit meinem blau-weißen Ferrari dort jetzt lang zu brettern. Allerdings halte ich mich selbstverständlich dabei an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von Alter mal 4 Reifen, also bei mir gerade mal 96 km/h. Leider hielt sich ein 19-Jähriger aus Berlin-Wedding nicht an diese Regel, sondern bretterte nachts mit 308 km/h über den Berliner Stadtring und wurde natürlich von der Polizei erwischt und hat nun den Führerschein verloren für Alter mal 4 Reifen pro Polizeiautos in Berlin. Währenddessen in Bürgstedt. In den letzten Jahren habe ich ja an dieser Stelle sehr viele Witze über den BER gemacht. Sei es, weil für hunderte Millionen Euro Grundstücke gekauft wurden, die, wie sich später herausstellte, auf der komplett falschen Seite vom Flughafen liegen und dementsprechend niemals für den BER genutzt werden können. Und auf diesen Grundstücken wurde bis heute nichts gebaut, sondern steht nur eine einzelne McDonalds-Filiale, selbstverständlich mit einer nicht funktionierenden Eismaschine. Oder als der BER Rolltreppen einkaufte, diese später beim Einbauen als zu kurz herausstellten. Aber das passiert nur einmal, wenn man Rolltreppen im Regen draußen stehen lässt, dann laufen die ganz schnell ein. Und so etwas Ähnliches ist auch bei einer Brücke im bayerischen Bürgstadt passiert, bei der am Ende 14,5 cm fehlten. Dazu muss man aber auch sagen, dass es an dem Morgen, an dem die Brücke eingeweiht werden sollte, ziemlich kalt war. Derweil in Taiwan. Nicht jeder ist mit seinem Vornamen zufrieden. Ich hatte das Glück, dass mir meine Eltern
hunderte von Vornamen gegeben haben, damit ich mir dann, wenn ich alt genug bin, einen eigenen aussuchen konnte. Ich habe es bis heute nicht bereut, Stormageddon Sunshine als Vornamen ausgewählt zu haben. Das hatte sogar den Vorteil, dass ich damit einst bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen das Wetter moderieren konnte, ohne mich extra, wie all die anderen, deswegen umbenennen zu müssen. Nur gibt es gerade eine Welle von Namensänderungen in Taiwan, wo es sogar erlaubt ist, sich 3-mal im Leben umbenennen zu können. Nur nutzen dies die Taiwaner gerade massiv aus. Und leider ist dabei der beliebteste Name nicht etwa Scarlett Johansson, sondern Lachs. Gefragt, ob denn auch die Bundesregierung etwas dagegen hätte, wenn sich die Deutschen nun auch in Lachs umbenennen würden, antwortete Angela Merkel persönlich: Das, liebe Mitbürger, ist mir total Lauch. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Ehüt-Le Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Ehüt-Le Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Gerade durch meine vielen Jahre, die ich in Paris verbracht habe, und dabei einige als Glöckner in Notre Dame, liebe ich das französische Leben und bin ziemlich frankophil. Und so war mein Spitzname in Pariser Diebeskreisen auch Ehüt-Le, und ich war bekannt dafür, den Louvre so schnell leergeräumt zu haben, wie ansonsten sich jede Party leert, wenn Jens Spahn erscheint. Deswegen hängt nicht nur in meinem Badezimmer die echte Mona Lisa, sondern auch diverse andere wertvolle Gemälde, weil ich einfach zu faul war, mein Bad zu tapezieren und es mir einfacher erschien, überall Gemälde hinzuhängen. Was jetzt nichts für jeden ist, wenn einem die Meisterwerke der Renaissance beim Pinkeln zuschauen. Vermutlich deswegen hat mir auch Jesus aus Leonardo da Vincis letzten Abendmahls extra eine Ausgabe vom Ehüt-Le ins Bad hingelegt. Und mit Entsetzen musste ich feststellen, dass mein französischer Spitzname dort amerikanisch als I-Huddle ausgesprochen wird. Das klingt jetzt irgendwie nicht mehr so sexy wie Ehüt-Le. Deshalb sei gewarnt, I-Huddle Magazin, die dunkelrote legt die Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter den Augen von Theodor Géricault's Le Radeau de la Méduse, Bitch. Das waren die Late News. Wir sehen uns wieder am Freitag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.